Ja, aber was erwartet uns denn jetzt wirklich bei EA? Wir haben, wie gesagt, 40 Battlefield, Minuten Titanfall, Fußball. FIFA, also ja, Fußball und Story Mode. Story Also Mode in FIFA. erstmal wird dann gleich hier Ronaldo auftreten, erzählen, wie toll das neue FIFA ist. Ne? Ronaldo. Dann werden sie es zumachen. Ja, der ist ein Rentel, der könnte es machen. Ach so, der Ronaldo. Ja, der alte Sack da. Der alte Dicke. Sack. Ich glaube, nee, aber ich glaube, der geht nicht auf die Bühne. Der hat doch, Doch, der hat der doch einen geht Bauch da- bekommen, oder nicht? Ja, und der geht dahin, sagt, das Spiel ist super, ich spiele das genau wie früher. Dann zeigen sie 40 Minuten Gameplay, So dann wie zeigen da- sie ja. 2 Minuten Titanfall, dann 20 Minuten Battlefield und dann sagen sie, und Star Wars kommt auch dieses Jahr noch. Und das war's dann. Nee, kommt ja noch Mass Effect. Da werden sie auch noch was raushauen, glaube ich. Mass Effect Andromeda. Und das erste oder so. EA VR-Spiel. Die FIFA VR Experience. Die FIFA VR Experience. Nee. Und die EA Star Wars VR Experience werden sie auch zeigen. Ja gut, das kann gut sein, ja. Ach, das kann gar nicht. Und deshalb dauert das jetzt auch so lange, weil die kriegen die VR nicht aktiviert. Deshalb brauchen die so lange hier. Der Franke schreibt, könnte mir vorstellen, dass sie EA Access für die PS4 ankündigen. Das kann Könnte sein. auch sein. Ja. Ne? Oder für die Wii U. Nachdem es ja erfolgreich auf der Xbox One läuft. Für die Wii U mit 3 Spielen. Frage mich, wieso sie die PlayStation da bisher... Ach so, warum sie das bisher nicht haben? Ja, liegt einfach daran, dass die Oh, es geht los. Xbox halt... Oh, es geht los. Nun halten! Es geht los! Schnuller, es geht los. Xbox grün, Erste geil. Pressekonferenz. Es geht Xbox los, grün. EA. Großartig. Ich sehe nur Xbox grün und Xbox rot und Xbox weiß und schwarz. Was ist das jetzt? Grün oder rot? Es ist rot. Oh. Ach ja. Ja, das neue Spiel Rebel. Geil, da habe ich schon ganz Gott, drauf jetzt alles gefreut. rot. Ich sehe noch gar nichts. Wie, das... Oh, es wird ein Play-Spiel sein, geil. Hör auf, mich zu trollen. Ach so. Ich sollte nicht sagen, dass gerade Titanfall kommt. Welcome everyone. Welcome everyone. Welcome to EA Play. Coming to you live from the Novo in Los Angeles. It's always cool to be part of something new. This is a brand new event, a brand new venue, and we're kicking things off with a new type of show. Now we all know you have an insatiable appetite to dive deep into the games you love. Yeah. But we could never give you everything you want in 60 minutes. And let's be honest, even if we could, you'd also probably rather see... Darauf ein Tomate Mozzarella. Eine Stunde wollen die nur zeigen? Okay. So consider this next hour to be a taste. A quick glimpse into a bunch of great stuff that we have in development. This is us opening up the door, welcoming in our players, influencers, media, and partners. We're inviting you in to play. We're surrounded here by hundreds of game stations. Kann das sein, dass der Stream gerade abstürzt? Ne, jetzt geht er langsam weiter. Unfortunately, more of you won't. Ich hoffe nicht. Content creators here are the ones who can tell you Weil ich habe what they see, Standbild. what they feel, what they like, and even what they don't. And that's fine too. We want your feedback. We want to know what you Das think. kann auch an meiner Internetverbindung Just liegen. as long as you take some time to play. Ja, der Chat, der wird dann hoffentlich schreiben. Of course, RIP play is a global nach experience. So here's a twist. 3 Minuten. Someone had this Also die crazy Amazon-Werbung idea to läuft. play not Flüssig. one, but 2 locations. And then I'm pretty sure it was that same person had an even crazier idea of seeing if we could join them live via satellite. So let's welcome Peter Moore and hundreds of our Peter friends Moore? from London. Bin ich jetzt gerade auch ein bisschen verwirrt. Ich sag, der? Nach der. Alles klar. We're good, we're good. Hi, Andrew. As you can hear, we've got a great crowd here in London. We're at the iconic Hammersmith Apollo Theatre. We've got 100 game stations Yay. back there. I've got 600 of my best friends. What a great looking Ach, das Coole ist, ne, dass die VR in den Geschäften Ende der jetzt direkt nach der EA E3 aufgebaut werden. Back with you in just
Ah, cool. Weltweit. Set the stage for what you'll see over the next hour. We will take a look into the future of EA Star Wars games. Yeah! BioWare will Star take us Wars. further into the next Wo ist intense Thomas? chapter of the Mass Wupp, wupp. Effect universe. From EA Sports, we have both competition and story, and of course, Battlefield 1 and Titanfall 2 are both here today. Oh yeah, Titanfall. Right away Yeah, after mach dich this show, we will nackig. actually host the first ever live-streamed 64-player Battlefield 1 match. Now, here's a question for you. Did any of you see the Battlefield trailer last month? I know you did, and I know a bunch of you were thinking, is this real? Are there actually going to be airships and horses and trench knives and shovels? So two things. One, yes, and two, you can see it for yourselves. Not in another trailer, but with an hour of gameplay live streamed around the world just an hour from now. A few thoughts before we get into the action. Just a decade ago, there were about 200 million game players in the world. We thought that was a lot. Now there are 2.6 billion and growing. We are all part of a global phenomenon. At its core is play, something that is increasingly important to our lives. Warte, ich werde das mal auf Deutsch übersetzen für alle. Ja, wir haben die dicksten Eier, wir haben das meiste Gameplay von unserem Spiel, wir sind die Größten und ihr werdet noch viel größere Sachen sehen von uns, denn wir sind die Nach Besten der von allen. Pressekonferenz werdet ihr noch größere Sachen sehen. Denn wir sind Spieler und wir leben dafür, dass wir das Beste aller Besten haben. Ja, hast du, richtig gehört, Thomas. Thank you, Andrew. So, geht direkt los mit Titanfall. Well, it's great to be Yay! back near E3. So, Titanfall introduced millions of players around Ey, ich will the das world T-Shirt. to the fast Das T-Shirt ist geil. Titan gameplay that is at the heart of Titanfall. And with the release of Titanfall 2, we're excited to welcome PS4 players to the franchise for the first time. Jetzt mal Xbox One oder PS4 ist mir egal. Hauptsache Titanfall. Dead Rising 4 kommt auch exklusiv Xbox raus. Geil. So. Kenn ich schon. Ah, sieht Das schon ist doch der erste schick aus. Teil. Das ist der erste Teil. Nein. Das ist der Trailer. Dude. Boah, große Boah. Landschaft diesmal. WTF. WTF. Hookshot. Sieht actionreicher aus. Sieht sehr viel actionreicher aus irgendwie. Oh, Aber das ja. kann auch inszeniert sein. Ja, kann es. Gleich sehen wir das neueste Feature von Titanfall. Die VR. Titans können auch an der Wand rum. Nein, können sie switchen. nicht. Das macht ja keinen Sinn. Ach, du Oh. Scheiß. Was zum Teufel? WTF? Mega Laser oder was? Mein Gott, Chuck Titan! Für meinen Rechner ist es gerade zu schnell. Aber ich finde es gut, dass sie so an den Soldatenlayouts und so nichts geändert haben. Ja, Das ist ja. wirklich immer noch Gleiches. Mal eben in der Luft abgeschossen. Geil. Mega Laser, ey, der Mega Laser ist so geil. Ja, geil, mit dem Hookshot am Spieler dran. Geil. Ich bin abgeholt. So, Wo kann ich's kaufen? Titanfall 2 builds on the signature pilot and Titan gameplay. Ja, Franke, der wird auf jeden Fall der Splatoon-Roller bei sein. Kauft ihr das Spiel auf jeden Fall. This includes 6 new Titans, each with their own unique combat abilities, expanded pilot gameplay, more customization options, and a deep progression system. And of course, super smooth gameplay that we've always delivered. Finde ich sehr cool. Prior to launch, we'll be holding a multiplayer technical test designed to help us stress key features of the game. To play the multiplayer test, go to titanfall.com and sign up to get all the details. Ja, hab ich schon. Now, for the 4 people that didn't Hab ich see the schon. leak this morning,
And if you know this, sing along with me. I'm excited to confirm single player. Müssen sie machen. So we'll be adding a full Obwohl, das sah offline ziemlich playable doof aus campaign irgendwie. to Titanfall 2. It'll be crafted to dive deeper into the Titanfall universe, exploring the unique bond between pilot and Titan, taking full advantage of the movement and combat to deliver a feeling of being unstoppable together. And now here is the debut of the single-player trailer for Titanfall 2, coming October 28th to PS4, Abend, you games, Xbox Mac One, J. and PC. Abend. Thank you, everyone. Gibt's noch einen Trailer? Oh, den habe ich schon gesehen. Der war geil. Ist das nicht Halo? Nein. Ist das nicht Halo? Nein. Ist das nicht Halo? Nein. Nein, es ist Superman. BT7274. Ja, Thomas, ich könnte jetzt irgendwas erzählen, du würdest es mir glauben. Correct. My original pilot was KIA. I'm now linked to Rifleman Jack Cooper. Who authorized this? We had no other options. Das ist sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Naja, ich find's nicht so. Ja, Ich weiß, du bist ja der Ja-Sager. also da bin ich sowas von ja. Protocol 1. Link to pilot. Protocol 2. Uphold the mission. Protocol 3. Protect the pilot. Yeah. Stand by for Titanfall. Sehr cool. Also ich kann mir den Trailer immer wieder angucken. Immer wieder. Und immer wieder. Trust me. Und gerade die Szene. Trust me. Was hast du vor mit mir? Ah! So geil. Einfach geil. Yeah, Football, geil. Ja, jetzt können wir auch endlich mal quatschen. Ey, es tut mir leid, bei Football... Das ist nicht meine Welt. Here we go. Just 3 seconds left. The Broncos fighting for their playoff lives. Die armen Spieldesigner, die da wirklich wahrscheinlich monatelang an diesem einen Trailer gesessen haben, damit das irgendwie so aussieht. Ja. Game Engine Footage, ja, sieht genauso aus, klar. Na, jetzt kommt da nochmal der Peter Moore. Was zeigt's uns jetzt? That is Madden NFL 17 for PlayStation 4 and Xbox One, and as always, the game looks incredible. This year Madden lets Das sagen sie auch irgendwie jedes Jahr. Und das Spiel sieht Natürlich. großartig aus. Ja. Wir machen das jedes Jahr großartiger. franchise mode and an all-commentary team. It personifies everything we love about sports. Passion, intensity, and of course competition. Competition in the world of gaming is esports. Ja, And it's genau. absolutely electric. Richtig. Elite players, a global stage, and of course, big paydays. From the first Madden Challenge 14 years ago to today's competitive battlefield scene, and of course, the FIFA Interactive World Cup, EA is no stranger to the power of elite competition. But the spectacle of esports is Das kann barely aussehen, scratches wie es will. the surface Aber ich raff die Regeln nicht. It's Sagt the der Da bist du nicht der Big J. Einzige. that becomes Ja, Das das habe ich ist... bis jetzt auch nicht kapiert. Ich habe so ein Spiel mal gehabt hier. new approach to competitive Ja, gaming. ich habe es reingeschmissen und gedacht, oh, du Scheiße, und hab's dann wieder verkauft. Of our players. With new competitive modes and weekly online contests in our biggest franchises, we're making competition fun and meaningful for everyone
regardless of their ability. As such, I'm excited Ach, guck mal, der Franke, der spielt Sportspiele. Ne, gerade. Der Franke, ja klar, der Franke spielt ja FIFA, unter anderem. Ja. Ich nicht. Ich kann mit Sportspielen nichts anfangen. Außer es steht Mario drauf oder irgendwie Action. These are large-scale live events that we'll host with partners from inside and outside of the gaming world. And finally, Ich weiß gar nicht, wie läuft denn der Stream momentan? Ich weiß, der läuft ein bisschen ruckelig wahrscheinlich. Also wenn die bei EA gerade ein Standbild zeigen, läuft er sehr gut. Danke. Also, nein, also er ruckelt ein bisschen, aber jetzt beschwert sich ja noch keiner. Und alle, die sich beschweren, die habe ich ja gerade hier vom Chat gebannt. Seit wann hast du Adminrechte? Seitdem ich KabelSalatTeam erstellt habe. This guy just wins. Being the best in the world often inspires awe, reverence, respect. But when you're the best in the world at a video game, everyone thinks they can take you down. Every day on Twitter, there's people coming in saying that they can beat me. Oh, diese Emotion der Amerikaner, ey, wie so da, boah. Nature of something like, Floyd Mayweather doesn't fight, Joe Schmo off the street. I am the greatest of all time when it comes to Madden football. I'm here to win and whoever's in the way. Aha. Ah, guckst uns parallel. Ja, geht ja auch. Der Stream ruckelt, Bifi nicht. Ja, das liegt wie gesagt echt daran, dass bei mir wahrscheinlich die Internetverbindung am Kochen ist. Weil ich mache jetzt gleichzeitig Upstream und Downstream und ich glaube, das muss ich mir... mache ich nächstes Jahr anders. Stelle ich 2 Rechner hin. Greife ich vom Kriegt er Rechner auf jeden ab. Fall von Media, kriegt er auf jeden Fall eine richtig gute Rechnung dafür. Ja. Ich hoffe, ich kriege noch genug Bandbreite dann in der neuen Wohnung, damit ich das dann weitermachen kann. 2000er Leitung. Ja, dann huste ich aber. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass du schon geguckt hast, was du kriegst. Habe ich ja, ich krieg ja das, was ich bekomme, aber ich will ja nicht mal Unity Media haben. Ach, jetzt ist doch Unity? Ja, jetzt ist Unity. Also immer wenn ich mit Bifi Sportspiele spiele, sind wir nie Freunde. Vor allem danach nicht mehr, eine ganze Zeit. Das stimmt. Verstehe ich gar nicht. Ole. Halbe Stunde Fußball und dann wird alles irgendwie hintereinander geklatscht. Oder spielen die jetzt? Ey, macht mich nicht fertig. Danke. Next up, Mass Effect. Ey, das sieht ja aus wie Bifi, der Kerl. Mit der Armbinde. Ich habe keine Armbinde. Nee, aber ja, ich weiß. Wir haben gerade meinen Doppelgänger gefunden. Er spielt halt nur Madden und nicht Titanfall. Damn. Nein, der sieht doch nicht aus wie ich. Kabel, ja. Der sieht doch nicht aus wie ich, hallo? Sieht doch 100-mal attraktiver drauf. KabelSalat braucht Kabel. Ja. Irgendwann. So, Madden vorbei, jetzt kommt FIFA. I'm excited to announce the Madden NFL 17 Championship Series. Yeah, geil. Everything gets bigger and better. How much better? We're putting up $1 million in total prize money. Now it takes full-time dedication to be the best, and we want to reward our elite players for their skill and commitment. The Madden 17 Die Harry Potter Open World Spiel möchte unser Gecko-Dogs. Harry Potter, das ist doch, ist das noch aktuell? Ja, das Harry Potter Quidditch Turnier, was jetzt rauskommt. EA, exclusive. In Full 3D. Mit VR. Mit noch mehr Bällen, die wackeln.
let's go back to Los Angeles. Here's the general manager of BioWare, my good friend, Aaron Flynn. Ja, kann man. Thank you, Peter. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. At the heart of Mass Effect Andromeda is a question. How far will we go? In the game, you are part of an ambitious expedition, leaving the Milky Way galaxy to help humanity find a new home. You travel millions of light years to the Andromeda galaxy. You wake up. Now what? Everything is new. New planets, new species, new technologies. You must be among the most courageous, the most daring to go on this journey. Because this is a galaxy where you are the alien. Ja, ein Planet. Ja, ein weit weg Planet. Ja, eine Sonne, die blau ist. Ach, sei doch ruhig. Yay, Asteroiden. Yay, noch ein Planet. Oh, und noch ein Asteroid. Und noch ein größerer Asteroid. Und noch ein Planet. Ja, noch ein Asteroid. Ganz viele Asteroiden. Ah, das sind die neuen Charaktere, die Asteroiden. Geil. Jetzt wird das Spiel ja spannend. Hallo. Oh, da ist der Endboss. Oh, Der redet. Lass ihn doch mal ausreden, Mensch. Ein Raumschiff. Das ist doch kein Raumschiff. Das ist hier dieses Supergate, glaube ich. Oder das ist doch ein Raumschiff. Boah, fotorealistisch geil. Nein. Boah, das ist eine Reportage. Ja. Die Grafik des Spiels ist echt geil geworden. Hallo, das ist keine Grafik. Ach so, das ist gar kein Das ist einfach, glaube ich, abgefilmt oder abfotografiert. Ich habe keine Ahnung. Das ist Spiel. Oder so. Oh nee, zeigt bitte nicht sowas wie letztes Jahr. Ich will ein bisschen Action sehen. Der Franke schreibt, es ist zu viel Actionspiel für ihn. Und zu wenig Rollenspiel. Ich bin mit Mass Effect nie warm geworden. Ich habe den ersten Teil und ich hake beim ersten Teil immer an der gleichen Stelle. Worlds where adventure, danger and the unknown are waiting to be discovered. Genau, die Spieleentwickler waren kurz im All, haben ein paar Fotos geschossen und wieder zurückgekommen. Und wann kommt das Spiel wo raus? Die Wetten werden angenommen? 2017. Ich wette. Ende 2017. Ende 2017? Ja. Ich schätze März 17. Und es kommt gar nicht. und es kommt gar nicht. Ja, es war ein Video. Wow. Hauptsache, wir haben was gezeigt. Es ist in der Mache, es kommt irgendwann. Many of these games we're talking about today are months away. Meanwhile, I'm sure you're all playing games that you've already invested a ton of time. In der fernen Zukunft 2021X. Ja. It's a commitment to continue delivering new content to enjoy with your friends. In just the last year alone, we delivered more than 300 game updates to our most popular games. This year, that number will be even higher. And for EA Play this week, we have our biggest collection of content updates ever across both console, PC, and mobile. We've also got free trials to help you discover and try something new this week, like the Outer Rim expansion for Star Wars Battlefront, or check out games through EA Gut, dass das Spiel verkauft habe, ey. One and Origin Access for PC. Both have more than 20 great games available in the vault, and they are free for everyone to try all week long. Now here's one more way we hope you'll play this week.
we have a new program called Play to Give. It's a big deal for us and it's unlike anything we've ever done before. Ja, ganz einfach. Ihr gebt uns euer Geld und ihr spielt. Wow. With charitable donations. Macht ja Sinn. At EA we celebrate charitable causes that encourage a more diverse and inclusive world for all of us, as well as those that inspire and assist future game makers through STEM education. So we've partnered with 5 great organizations for EA Play. The UN He for She Initiative, National Center for Women and Information Juhu, DLCs. Yay. Special Effects, Code.org and Code 2040. Now, Kenn ich alle. there are 5 of them that are designed to celebrate our player community this week. Some examples. In Battlefield 4 and Battlefield Hardline, there's a new objective that's based on helping out your teammates in need. We're celebrating Da wurde schon das erste Spiel. Star Wars Galaxy of Heroes Genau, as you deploy Star Wars a special Galaxy of squad Heroes. to battle against the droids. And in FIFA Ultimate Team, if you can win with the Play to Give Cup, you receive an untraded Oder ist das ein Spiel, was rare rausgekommen Megapack. ist? It all comes together Ich kann mich at nicht the end of entsinnen. EA Play when we donate $1 million in celebration of the importance of play. Now let me send it back Wie sie alle klatschen for some vor big Freude. news on FIFA 17. Ein Einzelner so. Over to you. Das ist schön, dass du wieder in der Zukunft bist. Ich hänge noch ein bisschen hinterher. Ach so, Entschuldigung. Bitte. Verrate ich dir nicht, dass jetzt ein Stripper auf die Bühne gekommen ist. Es ist kein Strip auf die Bühne gekommen. Let me check. How's everyone Boah, willst du doing? das wissen? Weil du permanent am Rumtrollen bist. I think we're winning. Thanks, Andrew, and welcome back to London. Now, like me, I know many of you are excited that we're in the middle of a summer full of football. England looked good last night, until about the 92nd minute. But to be here in England at the heart of football, there's no better place to show you what's next. You'll see in a moment just how far FIFA has come from its debut in 1993. This is a revolutionary year for FIFA. Yay. The most popular sports Jo, game FIFA on 17. Ey. Ich zeig euch, wie ein Fußballspiel noch fußballspielerischer wurde. Mit Ball. Oh, endlich haben sie eine bessere Grafik eingebaut. Retrospektive. Ach so, das war gar nicht das aktuelle Spiel. Nein, das sind oh. jetzt die ganzen FIFAs. Da, die haben schon endlich bessere Grafik. Ach. Okay, was kommt jetzt? But you will. My name is Alex Hunter. And just like you and every other kid that's grown up kicking about a football, I've always dreamed of playing on the biggest stage for the best tactical minds in the game, alongside the greatest names. Warum? Playing in the park with my mates, I've already pictured it. Taking flawless Ich hab's auch nicht so ganz kapiert. Weißt du, du hast irgendwie 1 Million irgendwas machen wollen. burying it in the top corner like Rooney. Now, I have the chance to make that dream my reality. To put on a Premier League shirt and maybe even one day step into the center circle of Wembley. 3 lions on my chest. This is the start of my journey. I know it won't be easy, but if I can perform on the pitch, make the right decisions, Jetzt kommt die VR take Experience. advantage of every opportunity that comes my way. Bitte nicht. This is the start of my journey. And you're all coming with me. We've heard a lot about the talent of this young man, Alex Hunter. He had a Nee, wide ne? choice of Ich habe gerade echt gewitzelt darüber, ne? Über Story-Modus in FIFA. Sagte ich, ich habe ihn ja jetzt da reingebaut. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Sag bloß ein Fußballspiel mit Story-Modus. Nein, gibt's. ein Fußballspiel mit Story-Modus. Ich werd nicht mehr. A goal for Alex Hunter on his debut. You're in the big league now. You have to raise your game. You need representation, you call me. Wow! Check this place out! Just don't get too carried away. Ich weiß genau, wie das Spiel enden wird. Er bricht sich das Bein und die Karriere ist zu Ende. Zack.
opportunity, Hunter. Just get me out there. We might as well pack this season in now. What was he thinking? I want to stay and fight for my place. I won't let you down. Alex Hunter. Wobei, man muss zugeben, die Zwischensequenzen sehen schon nicht schlecht aus. This young man has everything. We're gonna make history. Ja, Franke, der B-Pro-Modus ist aber kein richtiger Story-Modus. Du bist ja B-Pro, wirst ja selber zum Spieler. In einer Mannschaft arbeitest dich von der unteren Liga bis nach oben hin. Hier ist es ja wirklich so, du hast einen Spieler und mit denen durchläufst du die komplette Story. The Journey. Also mit Komischer Name. Familie. Mit Family und so weiter, genau, mit Motion Captured Szenen und so. Wobei, die sahen sehr gut aus. Und jetzt kommt das neue FIFA Sing. Stell dich mit deiner VR-Brille ins Stadion und sing die Nationalhymnen der einzelnen Vereine nach. FIFA Singstar. And maybe nobody shows more emotion than the managers on the sidelines. And as such, for the first time ever, Premier League managers are in the game. Yay! Moment, die Trainer sind jetzt im Spiel drin. Ja. Okay. Eine Person mehr. Pep Guardiola set to join the league. The legendary Arsene Wenger at Arsenal. Und man ist der Ball, genau. VR-Experience sei der Ball. Autsch, autsch, autsch. Das Spiel zum Kotzen. Jürgen Klopp at Liverpool. Now these managers are the best. These three are the best, second to none. More than 1,500 wins between them, with 10 league championships. Kommt einfach einer der Trainer rein, der gerade genannt worden ist, so. Ja. Sei der Ball. Did I say three? I'm not quite sure. Achso, der war nicht dabei. Hups. So I apologize. I don't write the scripts here. I don't do the game. Jose, of course, is in the game. And it is a great honor for Jose to join the EA family, to be in FIFA 17 as the great manager now, of course, of Manchester United. We rendered you in the game. I don't know, we can have a look. Can we get... Aber haben die auch Yogi? Ich weiß nicht, ob dieser honigschlürfende Bär auch Nein, Trainer nicht ist. der Yogi So. Löw. Das Ach so, den weiß man Yogi nicht. meint er. Wahrscheinlich bei der Sonderausgabe 2017. Ne, Quatsch, müsste ja jetzt eine EM-DLC kommen für 2016, wenn nicht schon einer da ist. Spätestens 2018 ist Yogi dabei. Genau, Yogi hatte nämlich keine Zeit, um sich abzufotografieren von EA. Having said that, it is great having you in the game. I know your son's a big player. Yes, he is. Who did you play at? Here's a question. I don't know really. I just know that I can wake up 3, 4 o'clock in the morning with his noise. Yeah. Does he spend money on Ultimate Team that you're aware of? Yeah, I control the debit card and yes. Well, I think we've all seen your contract, so I think there's plenty of Ultimate Team business to be had. So it's going to be great having the managers in there, and it's even more important to have Jose Mourinho, one of the great personalities of football for the last 20 years, and all of the things that he's done for this game. We couldn't... Warum zeigt er endlich Mirror's Edge Catalyst 2, ey? Ah, ich weiß, woran es eventuell liegen könnte. Aha. Stell mal bei den Optionen mal, wobei der steht auf Mittel. Na, habe ich doch richtig gemacht. Sieht man jetzt wahrscheinlich auch schön im Livestream, wie ich da am Rumfummeln bin. Ja, im Standbild. Aber leider steht der schon auf Mittel. Dammit. Honigschlürfender Bär, ja. Wer kommt denn jetzt schon wieder, ey? Ah. Jetzt kommt noch einer. NBA. Eishockey. Nein.
development team back in Vancouver, it's amazing to finally be able to show you the journey. Now the best thing about the journey is you're in control of your story. Achso, es geht um den Story-Modus. But in FIFA, just like football, the most important thing is what happens on the pitch. And that's especially true in gameplay. We're bringing complete innovation to the game this season. We've got 4 big transformations that let you own every moment and more control than ever before. Here they are. We've rewritten set pieces to give you creative control over every dead ball. We completely overhauled physical play. Genau, never touch a running system. Ja, ich wollte es ein bisschen perfektionieren, aber es ist wohl die Tatsache, dass mein Downstream durch Twitch ein bisschen gehemmt ist, aber gut. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Der Sound ist zumindest, kommt glaube ich einigermaßen flüssig rüber. Zur Not kann man es sich als Hörspiel angucken. Oh ja, nochmal FIFA, yay! Ja, jetzt geht nochmal hier, nochmal Story. Oh, jetzt habe ich mir... Jetzt habe ich mein Bett gesabbert, oder wie? Was hast du? Hast du? Nee, ich habe mir gerade ein Plektrum ins Auge geschnippt. Läuft. They are why we train. They are why we are here. So remember what we need to do. Be strong on the ball. Make intelligent runs. Be ruthless in front of goal. And own every moment. Das ist wie bei jeder Pressekonferenz jedes Mal das gleiche. Man hat immer genug FIFA. The fans are ready. Now go show them why we are the best. Jetzt noch realistischer, der Ball wird immer runder. Make them happy. Make them sing your name. When you play for the fans, that is when we win. So about this time last year, we surprised you with something unexpected. With Unravel, you met Yarny, a tiny little character with a huge heart going on an epic adventure. You also met Martin Salin, a passionate and creative game maker from the Coldwood studio that brought Yarny to life. Ja, genau, Rasenwechsel in Echtzeit. Because it stole ours. But it also showed us something profound. When we first saw Unravel, we saw a game that we knew deserved the world's attention. It deserved to be played. We also know that there are more out there, more studios like Coldwood, more games like Unravel. Passionate developers telling amazing stories, creating spectacular games. We are committed to working with small developers, finding these great new games, and giving all of you a chance to discover their magic. So today, we are very excited to announce EA Originals. Our EA Originals program is about 3 things. Firstly, it's about taking first-time experiences that are unique, gorgeous, innovative and memorable and bringing them to the world. Secondly, it's about supporting small developers and helping them make the most of their games. Now, we'll seek out a few projects each year for EA Originals and partner with them through the whole process from development to marketing to publishing. And lastly, it's about funding and offering a level of security. Now, making games is hard. It's a hard business. And these small developers have risked themselves to develop a new IP and created games great games deserve to be played. Now check this out. With EA Originals, we want all the profit from these games to go back into the hands of the developers, so they can keep innovating and creating into the future. Now, we've already begun with EA Originals. Alles zu viel, wir haben zu viel Kohle, wissen nicht wohin damit. Und da wir jedes Jahr mehr durch FIFA kriegen, sind wir jetzt bereit, die kleinen Studios aufzukaufen, weil wir keine eigenen Ideen mehr haben. Genau, wir haben Nintendo aufgekauft. Oh, Fee. Hi everyone. Wow, it's amazing to be here.
joining you all at EA Play here in Los Angeles. It's really huge for me, and I'm super excited to be here. I run a small game studio in Sweden, in Gothenburg, called Zoink, and we're about 20 people brought together by our fascination for new approaches Endlich mal ein storytelling and art. mit And recently we've been on a journey with a very special new echter Freude, auf der Bühne zu sein. Ja, und auch wieder sehr nervös. to bring you along with us. Let me introduce you to the world of Fee. At its heart, Fee is a personal narrative about our relationship with nature. Sieht wie eine Plattform aus. Cool. A celebration of our longing to be Erinnert mich so ein bisschen an Ori. It's a story that reminds us that everything in this world is connected, living in a Ja. delicate balance that is constantly on the thread. You awaken as a young cub, all alone in a dark forest glade, and you have no idea who you are or how you got there. But as you spy from the treetops, you'll soon come to know the extraordinary creatures that live in this forest. And you'll find that they are all connected through their own language, a language of strange and beautiful music. See, every animal, every breathing creature, and even the plants, they all have their own unique song. And by learning them, you can connect to the forest, to understand it, to be part of it. Each song you learn will help you reach new parts of the forest and take you ever closer to discovering the secret of your own kind. Ja, ein neues Sing-Along-Spiel. But you are not the only newcomer to the forest. The silent ones corrupt the forest and spread their silence with each step. As you evade them using stealth and cunning, you will uncover their terrible purpose. This is a game full of discovery, conflict, and relationships. But as you explore the world of Fae, we're not going to hold your hand. The game won't tell you where to go, what to do, or how to think. We will set the stage and invite you into the forest for your own personal experience. An experience that will leave you scared, amazed, and delighted. In the forest, your discoveries will be your own. I'm very proud to now show you more about the beautiful world of Fee. Thank you. Wow. 2:0 für die Ukraine. Yay. Schreibt Franke. Ne, 2:0 für Deutschland versus Ukraine. Yay. Also so eine Art Open World. Das ist natürlich dann cool. Das ist echt cool. Was heißt Open World, also frei begehbare, Ja, große halt Level. ein kompletter 3D-Plattformer ist das. Aber es sieht schon sehr cool aus. Du wirst verfolgt von diesen komischen Männern mit Taschenlampenauge. Schreihälsen. Oh, ist ja süß, der kleine Wolf. Ist sehr cool. Aber ich glaube, es ist sehr stealth-lastig, das Spiel. Oh, Star Wars. Thomas, wach werden, Thomas. Star Wars. Der Star Wars. Hi everyone. It's Ach. great to be here to talk about our Star Wars games. Die kennt man doch noch. Right now we have Assassin's Creed Producer Jade Raymond. Genau, die ihren Job nicht gut gemacht hat, ne? all types of Star Wars. Wieso? Die hat ab Teil 2 hat sie ja nicht mehr aktiv entwickelt. Creative minds who have made Siehste? some of our favorite games of the last decade. And now they're channeling their talent and passion to bring you all new experiences that will span many corners of the Star Zeigt uns Wars Star Wars Experience für die VR-Brillen. Let's break it down. Already today, you can play Star Wars Galaxy of Heroes, Star Wars The Old Republic, and of course,
Star Wars Battlefront. Each of these games are live and getting fresh, new content all year long. Next year, you're going to get a new installment of Star Wars Battlefront. Led by DICE, Nochmal so ein Sportspiel. Battlefront 2. We're building on the foundation of the first game. We're listening to our players and adding more of what you want, including content from the new films. Then coming in 2018 is a new action-adventure game from Visceral Games. Oh, okay. Amy Hennig and team are creating an original narrative in the Star Wars universe with new characters. And beyond that, we've got more amazing projects in store, including one from our partners at Respawn Entertainment. They are exploring a different Star Wars era in their own third-person action-adventure game. Sehr cool. Das kann nur gut werden. Respawn, Titanfall-Macher. I can't wait to play them myself. Here's a special peek behind the curtain at the EA Star Wars games we're working on with Lucasfilm. Thank you, and may the Force be with you. Thomas ist gehypt. Oh, ist die Grafik realistisch, ey. Geil, du spielst einen Spieledesigner, der Bilder malt. Geil. Cater to different areas of the Star Wars universe and create different game experiences that are tailor-made for those fans. With Star Wars Battlefront, we wanted to really be able to bring people into the world of Star Wars like never before. What excites me now is bringing in more characters, more planets, more environments, more eras. And that's why we're super happy to have both. Macht parallele Schlachten. Contributing in a significant way. Oh, habt ihr gesehen VR? Ja, habt ihr gesehen VR? There's no point in making something in the Star Wars IP if you're just going to do what's been done before, right? So it's a fantastic opportunity for Motive to really tell the world what we're about, and we're going to bring. Ich sehe mit Thomas, wie er da. It's crazy. It's incredible. Ja, ich auch. As a studio, our promise to gamers is ultimately gameplay first. We all demand that the game has these huge wow moments that translates really well to the Star Wars universe. Oh yeah, da spüre ich definitiv ein neues Gelegenheit. Like fans have never seen before. With Star Wars Galaxy of Heroes, we talked a lot about how we grew up as kids with Star Wars, and we collected toys, we'd bring them over to a friend's house, and we'd set up these battles where sometimes it was what we'd seen in the films, and sometimes it was just a random mashup of stuff that we wanted to play from our own imagination. Our aim is to bring in characters from all the films, all the TV shows, and even beyond. Star Wars is what got me into role-playing games. Ein gelbes Lichtschwert. Storytelling you did as a kid with your Star Wars action figures. With Star Wars: The Old Republic, the choices you make, the freedom you have, that's really at the heart of a BioWare game. And beyond the Old Republic, there are so many stories that we still want to tell. Our goal has always been not to just sort of make a game that is set in the Star Wars universe, but to really tell an authentic Star Wars story. And that's actually a hugely different thing. How do you ground the new and unfamiliar in the familiar? You need the guidance of someone like Doug Chang to show you the way. One of the great joys of working with Amy is she is like a film director in many ways, because she is telling her story and I'm helping to realize her world. Ja, das ist natürlich cool, so neues. EA has some really exciting plans in the works for the Star Wars portfolio, and what we're doing is bringing in talent from across the industry and letting them loose. We have completely different games on the horizon, and I just hope that every fan walks away going, wow, I never thought they were going to bring my Star Wars fantasy to life. Ja, sehr cool. Da erwartet uns noch einiges mit dem Thema Star Wars. Thank you, Jade, and thank you to all our studio teams working on Star Wars games today. So, here we are. One last game. Let's talk Battlefield 1.
You might be wondering why I'm up here again. Well, my journey with Battlefield started over 2 decades ago, when DICE was still a small indie studio. We were dreaming about conquering the world and sharing our games with more and more players. Now, I've been involved in each and every part of this series, and it's humbling to serve a Battlefield community today that has grown Ja, die funktioniert auch mit to more than 60 V-Motion. million players now. That is truly incredible. Move, Mann. Move ist die Zukunft. It also means that you have a great responsibility to deliver on the promise of Battlefield with every game. We have to take creative risks, to pioneer. So we knew from the start that Battlefield 1 could be no ordinary game. Now let me tell you a quick story about the inception of Battlefield 1. A few years ago, 2 guys in our studio at DICE in Stockholm, Stefan Strandberg and Martin Kopparhed, kept telling me that they had the concept for the next Battlefield. And each time we met, Pferde. they Wir showed brauchen me Pferde. more ideas from the team. Now I'll be honest, I was skeptical. I was like really skeptical. And I told them, I don't think we have it yet. But they kept pushing, they kept coming back. And then one late night in Stockholm, they brought me a very special pitch. An absolutely mind-boggling pitch, unmistakably Battlefield, and set in a very unique take on World War I. Right then and Ich there, glaube, Microsoft wird nie wieder ein Kinect Ich glaube auch anstoßen. nicht mehr. so when you stand here introducing a game like Battlefield, Aber das ist ein Thema für morgen. Aber vielleicht kommt Kinect VR. you know the risk. Kinect VR, yo. Bitte nicht. Jetzt kommt erstmal Battlefield. Mein Gott, die haben Tauben, die haben Tauben. Tauben oder ein Tauben? Da war gerade eine weiße Taube. Ja, du bist zu sehr in der Zukunft. Ja, ich finde das eigentlich schon geil, dass die jetzt Battlefield mal in den Ersten Weltkrieg bringen. Das ist mal was komplett Neues. Hat bisher noch keiner gemacht. Ja, Franke, EA ist halt im Moment groß auf dem Multiplayer-Trip aus. Da können sie noch am meisten Geld mit verdienen. Wieso? Frank hat Titanfall vergessen. And the result is a dynamic experience where no battle is ever the same. But as talented as our DICE team is, it is you, the Battlefield community, that powers the team. That is why at World Premiere last month, we revealed Battlefield 1 alongside our players. We want the community to be part of this every step of the way. And today marks another exciting milestone in the road to Battlefield 1, our first in-depth look at gameplay. And to reveal that, I'm honored that we have players from our community here to lead the first ever live stream of Battlefield 1 immediately following the press conference. And our host, Jose Sanchez, is with a few of them right now. Na gut, ja, Yes, guys, okay. I am excited because today we are going to see actual gameplay straight from Battlefield 1 under the command of 2 solid teams with players like Jamie Foxx, Zac Efron are going to be on those teams. Are you guys pumped for tonight's event? Yes. Can't wait. Dude, stoked. Okay, nochmal für die Kamera begrüßen. Oh We Mann. have the Battlefield Squad's live stream kicking off. 64 players going head to head, 32 v 32 in a best of 3 matchup. And I can't wait to see wins. Good luck to the both of you guys and your respective teams. Ja, ich sehe das genau wie Franke. Ich glaube nicht, dass der Singleplayer bei Titanfall so dementsprechend gut wird. Ja, glaube ich auch nicht, aber solange er besser ist als beim ersten Teil, dann ist alles gut. As you squad up in epic multiplayer matches with up to 64 players. Now that's going to be really cool to watch. And in just a few minutes you'll get to see how no battle is ever the same. Through the power of Frostbite, intuitive destruction, dynamic weather and a variety of weapons and vehicles makes this the most immersive and dynamic Battlefield game ever. So let's start by talking destruction. Mit der neuen PlayStation 4 Neo wird wahrscheinlich auch dann wenigstens die Grafik gut aussehen auf der Konsole mal. More intuitive and natural than ever. This creates unlimited gameplay possibilities as you impact the world around you. And next, dynamic weather. Weather will now change unpredictably, so you will need to adjust your tactics based on the conditions.
So playing the same map on a bright day or in heavy fog or rain will impact what you see or hear, so you have to adapt your playstyle. And finally, an impressive variety of weapons and vehicles add to the range of experience you'll have on the battlefield. And most notable, the introduction Na gut, da hat Frank auch wieder recht, ne? Singleplayer-Spiele, Rollenspiele wie Dragon Age oder von Medal of Honor hat man schon verdammt lange nichts mehr gehört. Wobei das letzte Medal of Honor, das war auch einfach nur Müll. Also, das ist doch war ganz einfach. Das ist viel zu teuer zu entwickeln mittlerweile. Darauf läuft es gerade wahrscheinlich sowas wie hinaus. Dragon Age hat sich auch nicht verkauft letztes Mal. Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Außerdem, dafür gibt es ja Mass Effect. And for those of you who are Battlefield insiders, you get an early access to experience this firsthand during the open beta. Ich spiele jetzt gegen 13-Jährige auf einmal. Ja, gut, so krass ist es nicht. Die Anfangszeiten wobei die Anfangszeit bei jedem Multiplayer-Titel sind Käse. Egal ob jetzt Halo, Titanfall, Call of Duty, Battlefield. Die Anfangszeiten sind immer Käse. 1 Monat später kann man dann wieder mit gescheiten Leuten spielen, die nicht permanent ihr Mikro anhaben und man direkt daraus hört, eigentlich dürftest du dieses Spiel gar nicht spielen, kleiner Junge. Zeigen Sie jetzt nochmal den Trailer? Oh, ich bin gerade auch ein bisschen verwirrt. Warum zeigen sie denn jetzt nochmal den Trailer? Vielleicht damit wir sicher sein können, dass wir auch nichts verpasst haben von dieser geilen Inszenierung. Na, ist doch nicht der gleiche Trailer. Mit dem Zeppelin, ey, das ist eigentlich schon geil. Also geil inszeniert. Artillerie, yes. Ach ja, stimmt, wir haben die Pferde vergessen. Schnell noch einbauen. Ja. Wird nicht mein Titel sein. Oh, das ist Amerika. Das vorher war in England. We're going to change the world indeed. It looks absolutely Oder andersrum. amazing, Battlefield 1. So that's our show. We have Battlefield 1 playables right behind me here in London. We've got Titanfall 2. We've got FIFA 17. We've got Madden 17. Ja. We here in London going to have a great time tonight. We're here through midnight. Kommt noch was? It's going to be phenomenal. Andrew, I'm sure you're going to have the same there. Back to you in Los Angeles. Thanks, Peter. All right, so that's our show. And now the way I see it, I'm the only thing standing between you and an hour of Battlefield 1 gameplay. So let's keep this quick. Thank you everyone for joining us today. Thank you to all of you here in Los Angeles. And of course, thank you to everyone in London as well. We're just getting started here at EA Play, so stay with us. There's a lot more to come. And now it's time to play. Thank you. Jo, das war's. Ja, ein bisschen enttäuschend. Also letztes Jahr das war Titel. gestern, letztes Jahr, das stimmt, letztes Jahr hatten sie mehr, was geflasht hat. Wobei letztes Jahr hat man auch nur Star Wars und verdammt, wie hieß denn dieser Stoffpüppchen nochmal? Ich habe den Namen jetzt schon vergessen. Unravel. Danke, Unravel. Ne, und sonst ja Mirror's Edge. Ja. Na, also irgendwie, ja gut, das ist EA. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Oh, Xbox One SE geleakt. Geil. Boah, ist die dünn geworden. Und klein. Okay.
Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir eine kleine Pipi-Pause, weil da kommt ja jetzt nichts mehr. Schalt mal um auf Onlycam. Oh, seht ihr jetzt nur noch mich? In der Zeit kann ich hier die ganzen Fenster mal schließen. Ne, und ich guck mal da in den Chat rein, aber da ist irgendwie... Weiß nicht. Viele haben sich sehr gefreut über Battlefield. Ich weiß es noch nicht. Also irgendwie, der sagt mir noch nichts zu, der Titel. So, damit im Hintergrund schreien irgendwelche Leute. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Was mich gleichzeitig sowas davon natürlich verwirrt, wie Sau. Und ich merke gerade, mein Fernseher ist zu laut. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Ist der Fernseher zu laut, sind sie zu schwach. Das stimmt. So, jetzt muss ich muss mich mal hier mal wieder ein bisschen sortieren. So. Und direkt umschalten. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ja, ich bin richtig. Das ist gut. Jo, bis morgen früh um 4 geht's weiter. Bethesda. Ja. Ja. Genau, ich gehe jetzt mal kurz für kleine Königsliga und bin dann gleich wieder für euch da. Bis gleich.